Anstatt weiterzufahren, sind wir jetzt umgedreht. Gerade, glaube ich, so ziemlich der Worst Case eingetroffen, wenn auch die uns verarscht haben. Kein glorreicher Tag. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Wir hatten eine relativ gute Nacht hier auf dem Parkplatz direkt an der Straße. Über Nacht hat der Verkehr doch ganz gut nachgelassen und wir hatten einen richtig guten Schlaf. Vor allem, weil die Temperaturen so um die 16, 17 Grad waren und das war perfekt. Wir wollen aber trotzdem direkt weiter, machen uns jetzt aber erst noch eine Kleinigkeit zu Frühstück. Bei mir gibt es gerade morgens immer kalten Kaffee, aber der soll ja bekanntlich schön machen. Wir hoffen aber, dass wir heute oder spätestens morgen Gas bekommen können. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so schwierig hier gestaltet, aber irgendwie, entweder liegt es an unserem nicht vorhandenen Spanisch oder, ja, ich weiß nicht. Flaschen werden hier nicht befüllt. Es ist eher so ein Tauschsystem nur. Ja, wie halt Autos werden befüllt mit einem Aufsatz. Ja, Autos oder Tauschsystem. Obst macht in tropischen Ländern einfach viel mehr Spaß. Die Mango ist so lecker. Basti wird immer zum Essen gefällt. Weil ich so ästhetisch esse. Hä? Weil ich so ästhetisch esse. Ja, du bist ästhetisch. Hier wird ganz viel auch an der Straße verkauft. Also vom Obst bis zum Fleisch, bis zum Kaffee. Alles wird an der Straße verkauft. Und Handy-Ladegerät. Handy-Ladegerät. Und ja, die Mangos sind einfach echt lecker und ich finde es super schade, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Haben wir erstmal nur eine. Jetzt wieder ohne zu fahren. Geil. Danke, Google. Der Plan, heute Gas aufzutanken, ist leider nicht aufgegangen, weil hier in Kolumbien gibt es tatsächlich wieder Sonntage, nicht wie in den USA oder auf Mexiko, wo alles einfach immer geöffnet hat. Deswegen hat die Station zu und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir in ein kleines, idyllisches Bergdörfchen hier fahren, Barichara, was uns von vielen empfohlen wurde. Wieder eine ganz schöne Kletterpartie. Vor allem, weil wir im Ort selbst durch wahnsinnige Straßen geschickt wurden. Es sind nur noch 400 Meter, aber die haben es in sich und egal in welche Richtung man aber guckt, es geht überall hoch. Oder halt so runter, aber die muss man dann ja auch irgendwann wieder hoch. Korrekt. Wer in ein Bergdorf will, der muss einen Berg hochfahren. Ach du Scheiße! Da fragt man sich doch schon auch mal, ob unser Auto wirklich dafür geeignet ist. Und den Schattenparkplatz nicht? Weiter dran. Gut ist. Dafür hat sich's gelohnt. Ein richtig schöner Platz hier, ist ordentlich windig hier oben. Peppi dreht mit Basti eine Runde. Basti dreht mit Peppi eine Runde und dann chillen wir für einen kurzen Moment und später dann am Nachmittag laufen wir einmal in die Stadt und gucken, wie das hier so aussieht und gönnen uns vielleicht auch eine Kleinigkeit zum Essen.
So, wir haben uns ein bisschen frisch gemacht nach der langen Fahrt und uns umgezogen und machen uns jetzt mal auf in das kleine Städtchen und gucken uns ein bisschen um. Wir können hier direkt an dem Aussichtspunkt von dem kleinen Ort hier stehen und auch umsonst und wir können hier sogar schlafen. Ja, wir können hier sogar schlafen. Mehrere Nächte ist gar kein Problem. Haben wir auf iOverlander gefunden. Und es ist einfach richtig mega. Hinter uns geht quasi das kleine Örtchen los und nach vorne haben wir die krasse Aussicht. Schleichen uns mal so ein bisschen an der Hauswand entlang im Schatten. Es ist zwar nicht mehr ganz so heiß wie unten im Tal, aber über den Tag wird es dann doch schon so um die 30 Grad. Aber im Schatten lässt sich es ganz gut aushalten. Richtig süßes, kleines, überschaubares Dörfchen. Wir sind jetzt hier am Hauptplatz angekommen mit so einem grünen Park in der Mitte, wo sich alle im Schatten aufhalten, mit einer Kathedrale und wir schlendern einfach mal noch ein bisschen weiter durch die kleinen Gassen. Ich dachte, das ist ein angenehmer deutscher Sommertag. Ja, dachte ich auch. Aber es ist schon echt extrem warm. Die Straßenführung von Google ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn es zu so kleinen Örtchen und Dörfchen und Sträßchen kommt. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir doch noch ein Stück weiterfahren. Gerade, glaube ich, so ziemlich der Worst Case eingetroffen, weil bei uns ging gerade die Motorleuchte an und es heißt, wir sollen den Motor kontrollieren lassen. Und wir können absolut nicht sagen, was es ist. Haben wir jetzt nicht noch Gary gefragt? Ja. Wir sind noch nicht mal hoch. Also statt weiterzufahren, sind wir jetzt umgedreht und fahren nochmal zurück in das kleine Städtchen San Gil. Da war zumindest auf iOverlander ziemlich viele Mechaniker. Der Fehlercode, den wir mit dem, wie heißt das Gerät? Diagnosegerät ausgelesen haben. Es scheint wohl der Dieselpartikelfilter zu sein.
Damit haben wir so früh überhaupt nicht gerechnet, beziehungsweise hatten wir das noch mit unserem Mechaniker in den USA besprochen, ob das problematisch für uns sein wird, und er meinte so, nö, gar kein Problem. Und ja, jetzt sind wir keine Woche in Kolumbien und das Maximale, was wir in der Höhe hatten, waren 2000 und haben direkt das Problem mit dem Dieselpartikelfilter und müssen jetzt mal gucken, ob wir in dem Ort jemanden finden, der uns helfen kann. Heute vermutlich nicht mehr, weil jetzt schon kurz vor 6 ist und wir suchen uns jetzt einfach erstmal Platz zum Schlafen. Aber hey, wir haben Gas, wir können immerhin was kochen, wenn auch die uns verarscht haben und die Gasflasche nicht ganz voll gefüllt haben, aber den kompletten Preis kassiert. Aber ja, kein guter Tag heute im Reisetagebuch, sagen wir es mal so. Nee. Wir haben doch noch einen Stellplatz gefunden und können jetzt hier bei einem Hotel auf deren Parkplatz stehen und Dusche und WC und alles hier benutzen und feiern es erstmal gerade, dass wir unseren Herd anschmeißen können und Gas getankt haben und machen zur Feier des Tages Tacos, auch wenn wir nicht alle Zutaten dafür haben, aber egal. Wir versuchen nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken, aber es war auf jeden Fall kein glorreicher Tag. Aber eine gute Dusche und gutes Essen hilft schon einiges. Guten Morgen von unserem nicht ganz so ruhigen Stellplatz für die Nacht. Scheint doch eine sehr befahrene Strecke zu sein, wo das Hotel liegt, aber wir konnten trotzdem einigermaßen gut schlafen. Ich konnte mir zum ersten Mal auch einen Kaffee machen und habe mich jetzt hier an den Tisch gesetzt und ja, mache erstmal ein bisschen Arbeit am Laptop. So, nachdem wir jetzt entspannt Kaffee getrunken haben und Kakao, habe ich noch einen kleinen Blogpost für unsere Patrons geschrieben, wo wir schon die ganze Story und wie es uns damit geht einmal runtergeschrieben haben und ja, wollte mich an der Stelle einfach an all unsere Patrons bedanken, die uns auch finanziell unterstützen, aber auch an all diejenigen, die uns per PayPal auch Geld zusenden. Ihr haltet uns gerade so ein bisschen on the road mit all den Kosten, aber natürlich auch an euch alle da draußen, an die ganze Community mit Kommentieren, Liken, Abonnieren. Da sind wir sehr dankbar für. Jetzt geht's aber erstmal in die Werkstatt und gucken, ob wir vielleicht schon das Problem heute regeln können. Okay, das war nur so halb erfolgreich. Das ist quasi ein Eintrag bei iOverlander gewesen, da hieß es, er spricht Englisch und wir kommen an und er sagt, er spricht kein Englisch. Das haben wir jetzt gerade mit Übersetzer versucht. Die Übersetzung war nicht so gut. Es war irgendwas mit bombardieren Sie die Olivenbäume. Und können Sie das Land erreichen? Er meinte auf jeden Fall, wir sollen ihm jetzt folgen. Und wir wissen aber nicht, wo es hingeht. Also und
folgen wir jetzt ihm mal. Und jetzt gerade, wo wir das Auto neu gestartet haben, ist auch das Warnsignal weggegangen. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall mal gucken und den Filter reinigen lassen. Mechaniker auf Spanisch oder Kfz-Probleme auf Spanisch ist auf jeden Fall nochmal eine neue Nummer. Vor dem Mann ist der sieht aus wie Andi. Mit dem roten Shirt. Das kann ja was werden. Neuer Versuch. Gracias. Wie eine Schnitzeljacke? Ja. Wir fahren also wahrscheinlich zum nächsten. Also wir fahren zum nächsten. So wie wir es verstehen. Aber wir wissen noch nicht, ob die verstanden haben, was wir hier machen. Das ist ein Grip verloren. Natürlich fährt er mit uns jetzt auch die steilsten, kleinsten Sträßchen hier durch die City. Ich hoffe, er weiß, dass wir ein großes Auto haben. Wir sind wieder an unserem Platz von heute Nacht angekommen, bei dem Hotel, die auch einen Pool haben. Da schlafen wir jetzt noch eine Nacht und verbringen jetzt hier den Tag, weil in der Werkstatt können sie uns erst morgen früh um 8 helfen. Denn der das wohl machen kann, wenn sie richtig verstanden haben, was gemacht werden muss, der ist erst morgen wieder da, der Chef. Und ja, dann fahren wir morgen früh da wieder hin und versuchen unser Glück nochmal. Und irgendwie geben wir Geld und Geld und Geld aus für einfach nur irgendwelche Werkstätten, Teile am Auto und irgendwie gar nicht dafür, mal was Schönes zu machen. Es fühlt sich gerade sehr bescheiden an. Aber muss halt gemacht werden, damit wir weiter können. Nützt nichts. Neuer Morgen, neuer Versuch. Wir hatten uns gestern mit den Mechanikern da darauf verständigt, dass wir heute Morgen um 8 bei denen einmal auftauchen und dann ist hoffentlich auch derjenige da, der das machen kann. Ein richtig gutes Gefühl haben wir nicht. Wir überlegen schon den ganzen Morgen, ob wir überhaupt dahin fahren. Ja, weil es da auch wieder sehr chaotisch aussah und wir einfach irgendwie, ja, stimmt das Bauchgefühl nicht. Jetzt fahren wir aber erstmal hin und sprechen mit dem und dann entscheiden wir, ob wir weiterfahren und auch mal nach einer Werkstatt gucken oder ob wir es da machen lassen. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Und immer alles am Berg. Hast du dein Handy? Also, so ein richtig schlechtes Gefühl hatten wir bei ihm jetzt nicht, aber er hat uns auch gesagt, dass er es nicht machen kann, weil er nicht die Möglichkeit hat, die Sensoren auszulesen, um das richtig zu reinigen. Also machen wir uns jetzt auf den Weg, auf den direkten Weg Richtung Bogotá und hoffen, dass unser Partikelfilter bis dahin durchhält. Die Kontrollleuchte ist zumindest ja schon mal ausgegangen und ja. 6 Stunden Fahrt sind's.
eigentlich noch nicht im Notlaufmodus, aber aktuell ist bergauf nicht mehr drin als um die 30 km/h, sprich wir sind nicht viel schneller als die LKWs hier vor uns und jetzt tuckern wir hier so vor uns hin und hoffen einfach, dass wir es hoch auf den hoch auf den Hügel schaffen und wieder runter ins Tal. Ist das ein Berg oder ein Hügel? Das ist ein Hügel. Eher ein Berg. Reisen haben wir uns anders vorgestellt. Kommen da einfach so ein paar Pferdchen angetrabt. Wir haben es geschafft, wir sind in Bogotá angekommen. Wir stecken mitten im Großstadtverkehr. Wir machen uns jetzt aber noch auf den Weg zur Werkstatt. Das aber, weil es ist schon 5:30. Wir hoffen einfach, dass die Werkstatt vielleicht noch offen hat und wir zumindest einen Termin ausmachen können. Deswegen fahren wir jetzt da nochmal hin und hoffen, dass wir halbwegs gut durch den Verkehr durchkommen. Wir haben hier mitten in der Stadt auf jeden Fall einen Stellplatz gefunden, stehen hier auf einem kleinen Parkplatz in einer richtig netten Nachbarschaft, haben auch schon einige Gespräche geführt auf Deutsch, Englisch und sogar ein bisschen Spanisch. Also fühlen uns hier in Bogotá sehr wohl. Ist ja auch hier direkt ein Hundepark nebendran. Wir haben für morgen früh jetzt einen Termin ausgemacht, also es bleibt spannend, wie es weitergeht. Mal gucken, was für eine Lösung wir finden. Noch sind wir positiv und bleiben auch positiv und hoffen, dass unsere Reise in Südamerika nicht anfängt, wie sie in den USA aufgehört hat oder mittendrin sich gestaltet hat, mit sehr vielen Werkstattaufenthalten. Aber die Sorge lassen wir jetzt mal beiseite, gehen früh schlafen, machen uns jetzt noch was Leckeres zu essen. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ein Like. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert unseren Kanal. Darüber würden wir uns riesig freuen und das unterstützt uns und unsere Arbeit und ist für euch einfach kostenlos. Und ja, Emoji der Woche ist auf jeden Fall ein Van. Einfach so, damit Groot sich nicht alleine fühlt oder so. Genau, und das Support-Herz nebendran. Und dann sehen wir uns hoffentlich, wenn ihr wieder einschaltet, nächste Woche. Danke, Ende.